Damit haben wir ja nicht angefangen, will ich mal sagen. Naja, man muss nicht alles nachmachen, aber man hat... Sahra Wagenknecht, die das schreckliche Schicksal ihres Mannes vorausgesehen hat, muss sich nun mit der schmerzlichen Realität des Abschieds auseinandersetzen. Die einflussreiche Politikerin, die für ihre scharfe Intelligenz und große Loyalität bekannt ist, hat der Welt kürzlich eine Seite von sich gezeigt, die wir nur selten zu sehen bekommen. Eine menschliche, traurige und verletzliche. Hat sie diesen schrecklichen Verlust vorausgesehen oder war es eine unvorstellbar schreckliche Wendung der Ereignisse? Kommentiere mit einer 1, wenn du glaubst, dass das Schicksal existiert, und mit einer 0, wenn du glaubst, dass wir unseren Weg selbst wählen. Fangen wir an und sehen wir uns an, wie Sahra Wagenknecht und ihr Ehepartner ihren Weg gehen. Die ersten Anzeichen des Wandels. Das Jahr 2009 markierte einen bedeutenden Wandel für das Machtpaar, als zunehmende politische Spannungen mit persönlichen gesundheitlichen Problemen kollidierten. Was mit einer medizinischen Diagnose begann, sollte schließlich die politische Landschaft der Linken in Deutschland verändern. Der damals 66-jährige Oskar Lafontaine schockierte Ende 2009 die deutsche Politelite, als er bekannt gab, dass bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden war. In einer kurzen Erklärung kündigte der charismatische Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, dass er sich einer Operation unterziehen werde, spekulierte aber nicht über seine politische Zukunft. Nach der Operation werde ich in Abhängigkeit von meinem Gesundheitszustand und der medizinischen Prognose entscheiden, in welcher Form ich meine politische Arbeit fortsetzen werde. Nur wenige Insider hatten von seinem Zustand gewusst, sodass die deutsche Politik von der Bekanntgabe überrascht wurde. Tatsächlich hielt sich Lafontaine bis zum Bekanntwerden an seinen üblichen Zeitplan und sprach sogar am Tag nach dem Bekanntwerden in der Plenarsitzung des Saarländischen Landtags. Die Parteifreunde waren zunächst optimistisch, was seine Genesung angeht. Der Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi versicherte den Menschen, dass Lafontaine seine politischen Aufgaben wieder aufnehmen werde. Andere erkannten sofort, wie ernst die Lage ist. Lafontaine sei entscheidend für den Zusammenhalt der Partei, so Bernd Rieksinger, Landesvorsitzender der Linken in Baden-Württemberg. Wenn sich Lafontaine jetzt aus der Politik zurückziehen würde, wäre das ein schlechter Zeitpunkt. Im Januar 2010 erklärte Lafontaine jedoch seinen Rückzug aus der Politik und bezeichnete seine Krebsdiagnose als Warnsignal, das ich nicht ignorieren kann. Mit seinem Rücktritt stand die Partei von Anfang an ohne Vorsitzenden da und verlor das, was viele als ihr größtes politisches Kapital betrachteten. Die Beziehung zwischen Wagenknecht und der Partei Die Linke begann sich zu verschlechtern, als Lafontaine sich von der Politik distanziert. Die Konflikte mit der Parteiführung wurden immer häufiger und sichtbarer, obwohl sie seit 2007 Mitglied des Parteivorstandes war. Ihre politische Laufbahn sollte von diesem Muster des Kampfes mit der Autorität geprägt sein. Im Laufe der Zeit wurden Wagenknechts Ansichten über die Linke immer vernichtender. Sie sagte, die Linke habe sich von ihren Wählern entfremdet und wichtige soziale Themen, gute Löhne und Renten, stünden nicht mehr im Mittelpunkt, stattdessen wecke sie Identitätspolitik. Diese grundlegende Meinungsverschiedenheit über die Richtung der Partei bildete eine zunehmend unüberbrückbare Kluft. Sie warf der Partei vor, ihren Kernauftrag aufzugeben. Ihr Rücktritt war zweifelsohne eine Gefahr für die Führung der Partei. Der Parteivorstand warf Sahra Wagenknecht vor, die Partei zu unterminieren. In einer pointierten Resolution heißt es, die Zukunft der Partei, die Linke ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht. Die wiederholten öffentlichen Ankündigungen Wagenknechts, die Gründung einer Konkurrenzpartei zu prüfen, stellen die Einheit der Partei, die Linke in Frage und schaden uns seit geraumer Zeit massiv, heißt es in dem Beschluss. Die Gerüchte, dass Wagenknecht ihre eigene Partei gründen wird, hatten sich bis 2023 verfestigt. Angesichts der Tatsache, dass einige Mitglieder der Partei die Linke sie als sie, die nicht genannt werden darf, bezeichneten, wurde deutlich, wie tief die Partei gespalten war. Mehr als 50 Mitglieder der Partei Die Linke forderten Mitte Oktober 2023 formell Wagenknechts Ausschluss aus der Partei, weil sie mit den Mitteln der Partei Die Linke eine neue Partei auf. Das politische Umfeld, in dem Wagenknecht lebte, veränderte sich schnell. Die einst überschaubaren Fraktionsstreitigkeiten hatten sich zu unüberbrückbaren Gräben entwickelt und ebneten den Weg für eine tiefgreifende politische Neuausrichtung, die die deutsche Politik bald erschüttern sollte. Eine Verabschiedung in Zeitlupe. Die jahrelangen politischen Spannungen gipfelten in der Pressekonferenz im Oktober 2023, auf der Sahra Wagenknechts Austritt aus der Partei Die Linke bekannt gegeben wurde. Das Unvermeidliche trat nach monatelangen Vermutungen schließlich ein, aber die Art und Weise, wie diese politische Scheidung ablief, legte tiefere emotionale Strömungen frei. Wie von vielen erwartet, verkündete Wagenknecht am 3. Oktober 2023 vor den Kameras ihren Austritt aus der Partei.
Die Linke und die Gründung ihrer eigenen politischen Organisation, der Sarah Wagenknecht Allianz Vernunft und Gerechtigkeit, BS. Als sie ihre Logik erläuterte, lag ein Gefühl von Entschlossenheit und ein Hauch von persönlicher Trauer in der Luft. Wagenknecht erklärte vehement, in 10 Jahren werden wir unser Land nicht mehr wiedererkennen, und rechtfertigte ihre Wahl als notwendige Reaktion auf eine grundlegende Veränderung in Deutschland, die sofort angegangen werden müsste. Sie sprach mit der Autorität einer Person, die sich zum Handeln gezwungen fühlte, auch wenn es sie persönlich etwas kostete. Ihr Austritt hatte eine unmittelbare und katastrophale strategische Konsequenz. Wagenknecht sorgte dafür, dass ihre bisherige Partei nicht mehr als vollständige Fraktion angesehen wurde, indem sie 9 weitere Abgeordnete der Partei, die Linke, mitbrachte. Dies verhinderte, dass die Partei Bundesmittel erhielt und wichtige parlamentarische Privilegien, wie die Möglichkeit, Reden in ihrer Gesamtheit zu halten. Die politische Macht, die sie mit aufgebaut hatte, wurde durch diese vorsätzliche Aktion im Wesentlichen untergraben. Zudem seien unter den politischen Erwägungen irreparabel beschädigte persönliche Beziehungen verborgen. Der Vorstand der Partei, die Linke, hatte in der Vergangenheit gefordert, Wagenknecht solle ihr Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung niederlegen, weil sie sich parteifeindlich verhalten haben. 50 Partei-Mitglieder hatten nur 2 Wochen vor ihrer Erklärung ihren Ausschluss aus der Schiedskommission des Landes Nordrhein-Westfalen förmlich beantragt. Rückblickend scheint es, dass Wagenknecht diese politische Spaltung schon seit Jahren angedeutet hat. In dem Maße, in dem sie die Ablehnung grundlegender wirtschaftlicher Ideen durch die Partei, die Linke, zugunsten von Identitätspolitik angriff, wurde ihre wachsende Enttäuschung über den Kurs der Partei immer deutlich. Wagenknecht setzte sich bei öffentlichen Auftritten bewusst von der Parteidoktrin ab, etwa als sie in der Fernsehsendung Anne Will auftrat und sich gegen Impfprogramme aussprach. Jede umstrittene Rede schien sorgfältig ausgearbeitet zu sein, um ein bestimmtes politisches Terrain abzugrenzen. Die Selbstgerechten, ihr 2021 erschienenes Buch, war eine deutliche Warnung. Systematisch analysierte sie den ihrer Meinung nach fatalen Fehler der Linken, die Konzentration auf eine akademische Klientel, die sich mehr für teure Bioprodukte und genderbewusste Sprache interessiere, als für die wirtschaftlichen Sorgen der Arbeiter wäre. Daher war diese Trennung das Ergebnis einer tiefgreifenden ideologischen Kluft und nicht nur einer politischen Neuordnung. Um dem entgegenzuwirken, was Kritiker als linksautoritäre Versorgungslücke in der deutschen Politik bezeichnen, formulierte Wagenknecht ihre neue Bewegung als eine Synthese aus sozioökonomischen linken und soziokulturellen konservativen Standpunkten. In ihrer langfristigen strategischen Vision kritisierte Wagenknecht in der Gründungserklärung des BSW einen politischen Autoritarismus, der den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben, zu heizen, zu denken und zu sprechen haben. Mit dieser Rhetorik, die gezielt Themen wiederholte, die häufig mit der rechtsextremen AfD in Verbindung gebracht werden, wollte Wagenknecht Menschen für sich gewinnen, die in der Regel nicht der klassischen Linken zuzurechnen sind. Ihre Einschätzung könnte sich als zutreffend erweisen, wie Untersuchungen zeigen, die darauf hindeuten, dass Wagenknecht bei ostdeutschen Anhängern der AfD und der Partei Die Linke sowie bei Menschen, die von der deutschen Politik die Nase voll haben, sehr beliebt. Umfragen zufolge könnte ihre neue Partei in Thüringen und anderen ostdeutschen Regionen rund 20% der Stimmen erhalten. Im Grunde war Wagenknechts Pressekonferenz nicht nur ein politischer Abschied, sondern vielmehr der gezielte, geplante Beginn einer Bewegung, die sie seit Jahren geplant hatte, eine Metamorphose, die sie schmerzhaft von ihrer politischen Vergangenheit distanzieren und gleichzeitig Platz für eine neue Zukunft schaffen würde. Die frühe Beziehung zwischen Oskar und Sarah. Ein unerwarteter Liebesfunke löste die politische Koalition aus, die Deutschland schließlich verändern sollte. Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine lernten sich bei einer Pressekonferenz kennen, die sie später als die schönste und folgenreichste ihrer Karriere bezeichnete, was sie als Liebe auf den ersten Blick bezeichnet. Obwohl sie 26 Jahre jünger war als er, hatte sich Wagenknecht immer zu dem extravaganten Politiker hingezogen gefühlt. Ihr Großvater hatte ihn gemocht, und auch sie hatte sich anfangs von ihm angezogen gefühlt. Es hat sofort gefunkt zwischen ihnen. Wagenknecht verrät, wir haben uns sofort zueinander hingezogen gefühlt und uns zum Essen verabredet. Trotz jahrelanger Spekulationen in Berliner Politikerkreisen hat sich Lafontaine erst im November 2011 auf einem Parteitag der saarländischen Linken öffentlich zu ihrer Beziehung bekannt. Als der 68-Jährige sagte, ich bin seit einiger Zeit eng mit Sarah liiert und lebe seit einiger Zeit getrennt, waren einige Delegierte verblüfft. Ihre politischen Werdegänge hatten sich bereits vor ihrer persönlichen Beziehung stark berührt. Nach Lafontaines umstrittener Abspaltung von der SPD im Jahr 2005 bezeichnete Wagenknecht ihn einst als einfachen Sozialdemokraten und gründete daraufhin die Linke. Wagenknecht unterstützte Lafontaines Rückkehr in die Berliner Politik aktiv und wurde in den Medien immer wieder als ihr politischer Mentor dargestellt. Als ihre Bindung mit der Zeit immer stärker wurde, heirateten sie 2004. Wagenknecht bedauert nur eines an ihrer Verbindung: Es ist einfach schade, dass wir uns so spät kennengelernt haben. Es war zu spät, um eine Familie zu gründen. Aber wir haben 3 Enkelkinder, was auch wunderbar ist.
Derzeit wohnen sie gemeinsam im saarländischen Merzig. Über die Liebe hinaus stärkten ihre gemeinsamen politischen Überzeugungen ihre Bindung. Lafontaine gab freimütig zu, dass er als erster Vorsitzender der Partei Die Linke zusammen mit Lothar Bisky Wagenknechts Ansichten mehr teilte als die realistischeren, reformorientierten PDS-Mitglieder. Gemeinsam lehnten sie Privatisierungen ab, unterstützten politische Streiks und Enteignungen, hatten ernsthafte Bedenken gegen staatliche Eingriffe und vertraten eine strikte Arbeiterorientierung. Ihre politische Zusammenarbeit wurde durch diese ideologische Deckungsgleichheit beflügelt. Wagenknecht stieg in den Jahren nach der Wiedervereinigung in der Partei auf und war eine bekannte Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke. Bevor sie im selben Jahr in den Bundestag einzog, war sie von 2004 bis 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments. 2010 wurde sie mit unglaublichen 75% der Stimmen zur stellvertretenden Vorsitzenden der Partei gewählt. Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen waren jedoch weiterhin ebenso wichtig wie ihre politische Partnerschaft. In einem Interview sagte Wagenknecht: „Es ist ein besonders guter Wein, wenn ich abends müde nach Hause komme. Er tut mir unheimlich gut. Oskar versteht es, mir den Rücken freizuhalten und macht mir immer wieder kleine Freude." Außerdem bringt ihre Partnerschaft unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale unter einen Hut. „Ich war immer ein Einzelgänger, er ist im Internat aufgewachsen und war immer ein Rudelführer. Das musste ich erst einmal lernen", so Wagenknecht. Als sie während des Parteiaufbaus Schlüsselpositionen an Menschen vergeben mussten, die sie kaum kannten, fehlte ihr das kritische Menschenbild, das Lafontaine besitzt. Vor allem aber lieferte Lafontaine den emotionalen Unterbau für Wagenknechts kühnstes politisches Manöver. „Ohne Oskar hätte ich die Partei wahrscheinlich nicht gegründet, weil ich nicht die Kraft gehabt hätte, das alles durchzustehen", gab sie zu und bezog sich damit auf ihre Entscheidung, die Linke zu verlassen und das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, zu gründen. „Ich mache heute genauso viel, aber ich kann die Balance besser halten. Vor allem seit ich mit Oskar zusammen bin ich zur Ruhe gekommen. Früher war ich immer ein bisschen unruhig", sagt sie und beschreibt, wie seine Unterstützung ihre Einstellung zum Leben und zur Politik verändert. Lafontaine tritt im Januar 2024 offiziell der neuen politischen Gruppierung seiner Frau bei. Damit schließt sich ein Kreis, der mit einer zufälligen Begegnung begann und sich zu einem der bedeutendsten politischen Bündnisse in Deutschland entwickelt. Wenn Liebe und Politik aufeinanderprallen. Selten hat die Dynamik eines Machtpaares einen so dramatischen Einfluss auf die nationale Politik wie das Bündnis von Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Ihre politische Partnerschaft hat, so ein Journalist, eine lange Spur der Verwüstung durch die politische Landschaft Deutschlands gezogen und die linke Szene des Landes nachhaltig geprägt. Wagenknecht gehörte dem Vorstand der Partei Die Linke an, die 2007 nach dem Zusammenschluss von Lafontaine SPD-Splittergruppe mit der PDS gegründet wurde. Dieses entscheidende Ereignis legte den Grundstein für ihr wachsendes politisches Gewicht. Wagenknecht wurde zu einer der prominentesten Sprecherinnen der Partei, als Lafontaine 2009 aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Im Mai 2010 wurde er mit beachtlichen 75% der Stimmen zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Beobachter konnten die politische Synergie zwischen den beiden erkennen. Wagenknecht und Lafontaine wurden von Gregor Gysi, dem früheren Fraktionsvorsitzenden der Linken, als ein Ganzes bezeichnet. Dieser Eindruck war nicht unberechtigt. Viele Berliner Insider meinten, den Einfluss Lafontaines in Wagenknechts Rede zu hören, als sie begann, die SPD-Spitze zu kritisieren. Ihre gemeinsame politische Macht ging über das Äußere hinaus. Wagenknecht demonstrierte ihre zunehmende Macht, indem sie von 2007 bis 2010 der Programmkommission der Partei Die Linke angehörte. Der Programmentwurf, den dieses Gremium im März 2010 vorlegte, trug ihre Handschrift. Lafontaine hingegen wirkte weiterhin hinter den Kulissen und meldete sich gelegentlich zu Wort, um den Kurs der Partei zu lenken, vor allem während des Bundesparteitags in Erfurt im Oktober 2011, als er die Parteienmitglieder zur Zusammenarbeit aufforderte. Der zunehmende Einfluss des Ehepaars führte dazu, dass die Parteienmitglieder über die Ziele des Paares spekulierten. Die Mitglieder begannen, Wagenknecht eine Kandidatur gegen Gesine Lötzsch, die derzeitige Vorsitzende, zu empfehlen. Selbst frühere Konkurrenten begannen, Wagenknecht zu unterstützen, da sie der Meinung waren, dass die Linke mit ihr an der Spitze dank der Machtkombination Lafontaine-Wagenknecht viel Aufmerksamkeit erhalten wird. Die Aufrechterhaltung einer Beziehung bei gleichzeitiger Navigation durch die raue See der Politik erforderte eine sorgfältige Abwägung. Während Lafontaine offen auf eine Rückkehr Wagenknechts in die Bundespolitik drängte, blieb sie während ihrer gesamten Zusammenarbeit seine politische Mentorin. Die starke politische Partnerschaft, die sich aus dieser gegenseitigen Unterstützung ergab, erzeugte sowohl Respekt als auch. Darüber hinaus wurde ihre Beziehung von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Vor Lafontaines öffentlichem Bekenntnis im November 2011 gab es monatelange Spekulationen über ihre intime Beziehung. Seine Erklärung, ich bin seit einiger Zeit mit Sarah liiert und lebe seit einiger Zeit getrennt, überraschte viele Teilnehmer des Parteitags der saarländischen Linken. Innerhalb ihrer Partei führte die politische Zusammenarbeit des Paares häufig zu Konflikten. Beide wurden als Individualisten mit starken moralischen Überzeugungen beschrieben, die wenig Interesse daran hatten, sich zu einigen
oder einen Kompromiss zu schließen. Teamarbeit und Kompromisse sind nichts für das Paar, sagte ein Beobachter. Aufgrund dieser unnachgiebigen Strategie kam es zu Spannungen mit anderen Parteiführern. Sie sind oft mit ihren Parteimitgliedern uneins, weil sie unerschütterlich an ihren politischen Überzeugungen festhalten. Einige Aktivisten forderten im Juni 2021 Wagenknechts Entlassung, da ihr umstrittenes Buch Die Selbstgerechten der Partei Die Linke schweren Schaden zugefügt habe. Zudem wurde die Wagenknecht-Bewegung auf dem Bundesparteitag 2022 in Erfurt stark geschwächt, als Gegner ihrer Strategie die Führung übernahmen. Trotz parteiinterner Querelen lobte Wagenknecht stets die wichtige Unterstützung ihres. Oskar unterstützt mich sehr, sagte sie, und fügte hinzu, wenn es besonders schwierig ist, fängt Oskar mich auf und gibt mir meine Kraft zurück. Als sie sich durch stürmischere politische Gewässer bewegten, wurde diese persönliche Basis entscheidend. Letztendlich war das politische Bündnis des Paares für die deutsche Linke sowohl von Vorteil als auch von Nachteil. Zunächst wurden sie als Hoffnungsträger der politischen Linken bezeichnet, später nannten einige sie Totengräber. Ein Spiegelbild ihres nuancierten und widersprüchlichen politischen Erbes in Deutschland. Der Preis der Führungsrolle. In der Politik hat Führung ihren Preis, und Sarah Wagenknecht hat dies während ihrer gesamten Laufbahn deutlich zu spüren bekommen. Jahrelange interne Konflikte innerhalb der Partei, die Linke gepaart mit persönlichen Problemen, führten sie schließlich zu einem Wendepunkt, der ihren politischen Werdegang dauerhaft verändert. Wagenknecht kündigte im November 2019 abrupt an, dass sie als Fraktionsvorsitzende zurücktreten werde, da sie erschöpft sei und die versteckten Kosten ihres politischen Kampfes offenlegt. Dieses öffentliche Eingeständnis der Verwundbarkeit wurde von einer Frau gemacht, die zuvor für ihre scheinbar grenzenlose Stärke bekannt war. Der Dokumentarfilm Wagenknecht aus dem Jahr 2020 zeichnete diese schwierige Zeit nach und bot einen seltenen Blick auf die privaten Nöte, die ihrer öffentlichen Persönlichkeit zugrunde liegen. Die gesundheitlichen Probleme gehen über ihre Erfahrung hinaus. Nachdem bei ihrem Ehepartner 2009 eine Krankheit diagnostiziert wurde, veränderte sich das politische Bündnis drastisch, und Wagenknecht fühlte sich in den Institutionen der Partei immer mehr allein. Als sich Lafontaine aus der aktiven Politik zurückzog, verlor sie sowohl einen politischen Verbündeten, als auch die emotionale Unterstützung, die sie in schwierigen Zeiten über Wasser gehalten hat. Wagenknecht sagte, ohne Oskar hätte ich die Partei wahrscheinlich nicht gegründet, weil ich nicht die Kraft gehabt hätte, das alles durchzustehen, was unterstreicht, wie Freundschaften politischen Mut beeinflussen. Diese Abhängigkeit von Lafontaines Hilfe unterstreicht die oft übersehene emotionale Dimension politischer Führung. Insbesondere für jemanden, der sich selbst als immer ein Einzelgänger bezeichnet. Im Laufe ihrer Karriere hat Wagenknecht eine politische Ideologie vertreten, die der von Rosa Luxemburg ähnelt. Sie ist prinzipienfest und unnachgiebig, doch wird sie letztendlich durch dieselben Eigenschaften entfremdet. Wagenknecht war ideologisch konsequent, selbst auf persönliche Kosten. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen, die schnell zu Kompromissen bereit sind, um politische Vorteile zu erzielen. Die Gründung eines neuen politischen Gremiums erfordert außergewöhnliche organisatorische, finanzielle und psychologische Ressourcen. Wagenknechts BSW war anfangs ein persönliches Unterfangen, bei dem die Last des Erfolgs oder Misserfolgs größtenteils auf ihren Schultern lag. Im Gegensatz zu etablierten Parteien mit spezialisierter Infrastruktur. Aufstehen wurde 2018 als Vorläufer für diese Schwierigkeiten gegründet, als sie Anfang März 2019 aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt von der Aufstehen-Führung bekannt gab, war das ein wichtiger Schritt. Einem Beobachter zufolge hinterlässt dieser Rücktritt Kritik. Sarah Wagenknecht hat viele ihrer wichtigsten Unterstützer verloren, die ihr vorgeworfen hatten, unvorbereitet zu sein. Der Zusammenbruch der Verbindungen innerhalb der Partei. Die Linke führte zu mehr Druck. Auf allen Ebenen der Parteiführung kam es zu Konflikten zwischen Pro- und Anti-Wagenknecht-Gruppen, sodass jede Wahl zu einem möglichen Schlachtfeld wurde. Im Juni 2021 riefen Aktivisten ihr nach, sie habe mit ihrem Buch Die Selbstgerechten der Partei Die Linke schweren Schaden zugefügt. Diese Lehren spiegeln sich in der Organisation des BSW wider, der eine begrenzte und vertrauliche Mitgliedschaft pflegt. Das hat nichts mit Leninismus zu tun, sagte Wagenknecht auf die Frage, ob ihre Partei nach leninistischen Grundsätzen gegründet wurde, und behauptete, es gehe nur um den Versuch, eine Partei zu schaffen, die nicht viele Abenteurer oder Radikale anzieht. Anstatt den Inhalt zu betonen, konzentrierte sich die Medienberichterstattung häufig auf den Konflikt. Die Schlagzeilen über Kompakt Wagenknecht betonten häufig den Streit über die Frage, ob sie sich mit der Politik auseinandersetzen sollte oder nicht. Die inhaltliche Auseinandersetzung erhöhte den Druck auf sie, da sie versuchte, eine überzeugende politische Agenda zu formulieren, während sie genau beobachtet wurde. Dennoch machte sie weiter. Wagenknecht entwickelte in diesem Ofen des persönlichen Kampfes und des politischen Exils ihre eigene politische Identität, die schließlich zur Gründung ihrer Bewegung führen und vielleicht die deutsche Politik für die kommenden Jahre verändern sollte. Die alte Agonie, die neue
Die politische Landschaft Deutschlands veränderte sich am 8. Januar 2024, als sich die Sarah Wagenknecht-Allianz, BSW, formell von einem Verein in eine politische Partei verwandelt. Weniger als 3 Monate nach der ersten Ankündigung markiert diese Geburt den Beginn eines neuen Lebensabschnitts, aber auch die Fortsetzung eines schwierigen. Im Laufe des Winters 2023/2024 entwickelte sich der BSW bemerkenswert. Bis Januar 2024 hatte die im Entstehen begriffene Partei bereits fast 2 Millionen Euro gesammelt, wobei ein Teil dieser Mittel aus Quellen außerhalb der EU stammte. Dank dieser Mittel konnte die Partei am 7. Januar ihren ersten Bundesparteitag in Berlin abhalten und rund 400 Delegierte verabschiedeten das Parteiprogramm für die Wahlen zum Europäischen Parlament. Wagenknechts einzigartige Perspektive spiegelt sich in der ideologischen Haltung der Partei wider, die manche als Linkskonservatismus bezeichnen. Diese Kombination haben wir in Deutschland noch nie bei einer Partei gesehen, sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagenknecht. Diese merkwürdige Kombination war besonders in Ostdeutschland beliebt, wo vorläufige Umfragen dem BSW bis zu 17% der Stimmen in Thüringen voraussagten. In diesem politischen Kalkül steckt eine sehr menschliche Komponente. Sozioökonomisch links, gesellschaftspolitisch konservativ. So definiert Wagenknecht selbst ihren Ansatz, der den moralischen Haltungen ihrer Mentorin Rosa Luxemburg ähnelt, aber zu anderen Schlussfolgerungen führt. Die BSW ist in vielerlei Hinsicht Wagenknechts persönlicher Weg, durch Jahrzehnte der politischen Desillusionierung und mehr als nur eine politische Plattform. Oskar Lafontaine ist diesem neuen politischen Kapitel wider Erwarten nicht ganz ferngeblieben. Natürlich bin ich Mitglied des BSW, sagte er laut Saarbrücker Zeitung bei seinem offiziellen Beitritt zum BSW gegenüber Report. Er zeigte sein persönliches Engagement für den BSW, indem er seine Profile in den sozialen Medien deutlich veränderte, um dem visuellen Erscheinungsbild des BSW zu entsprechen. Lafontaine hielt die Abschlussrede auf dem ersten Kongress des BSW, um der im Entstehen begriffenen Bewegung eine gewisse Legitimität zu verleihen. Er stellte soziale Belange und Pazifismus um jeden Preis in den Vordergrund, betonte seine Ablehnung von Waffenexporten und forderte die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen in der Ukraine. Hinter dieser öffentlichen Unterstützung verbirgt sich jedoch die Tatsache, dass seine Position im Vergleich zu früheren politischen Bestrebungen kleiner ist. Der gesunkene Einfluss Lafontaine spiegelt sich in der Organisation des BSW selbst. Die neue Partei ist eindeutig auf die Persönlichkeit Wagenknechts ausgerichtet. Im Gegensatz zu Die Linke, wo sich beide die Führungsaufgaben teilten. Schon die Bezeichnung Sarah Wagenknecht-Bündnis deutet auf diesen Kernwechsel in ihrem politischen Bündnis. Ein Analyst beschrieb den Führungsstil des BSW als eine ethnisch-populistische Form, die sich ständig auf den Willen des Volkes beruft. Ein solcher Ansatz erinnert nach Ansicht von Politikexperten an Bewegungen, die sich mehr auf charismatische Einzelpersonen als auf eine kollektive Führung stützen. Die Tatsache, dass sich die Partei auf Wagenknechts persönliche Anziehungskraft verlässt, könnte sowohl ihre größte Stärke als auch ihre größte Schwachstelle sein, so die Kritiker, die diese Strategie mit Cäsarismus oder Bonapartismus verglichen haben. Zweifellos wurde dieser Wechsel zu einer politischen Identität, die auf Wagenknecht basiert, durch Lafontaines gesundheitliche Probleme beschleunigt. Ironischerweise ist seine unsichtbare Unterstützung dennoch von entscheidender Bedeutung. Sie liefert die emotionale Grundlage für ihr kühnstes politisches Risiko, privater Kummer und öffentliche Antworten. Intensive emotionale Reaktionen, die gleichermaßen Loyalität und Misstrauen ausdrücken, hat Wagenknechts polarisierende politische Persönlichkeit in den deutschen Medien und der Gesellschaft ausgelöst. Im Jahr 2024 hatte Wagenknecht mit 12 Auftritten in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF mehr Auftritte im deutschen Fernsehen als jeder andere Politiker, obwohl er behauptet, nicht genug Aufmerksamkeit in den Medien zu erhalten. Aufgrund dieser Prominenz wurde sie jedoch sehr kritisch beäugt. Der Spiegel verglich sie mit einer Schneekönigin in seinem Porträt, das häufig ihre persönlichen Eigenschaften über ihre Politik stellt. Am umstrittensten war ihre Behandlung im rechtsextremen Magazin Kompakt, dessen Herausgeber Jürgen Elsässer sie als die attraktivste nationale Versuchung seit der Gründung des Sozialismus bezeichnet. Er lobte sie dafür, dass sie ihre weibliche Seite zeigt, im Gegensatz zu den Frauenrechtlerinnen, die man normalerweise bei den Linken findet, aber seine Bemerkungen bewegten sich wiederholt in einem unpassenden Bereich. Die Vorstellung eines schwesterlichen Kusses zwischen Wagenknecht und der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel war ein weiteres Beispiel für diese Objektivierung. Die Anziehungskraft von Wagenknecht geht über die konventionellen politischen Grenzen hinaus. Ihre Positionierung als Stimme der Menschen, die den Glauben an die Demokratie verloren haben und der Verzweifelten, findet vor allem bei einkommensschwachen
und sozial ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen anklang. Überraschenderweise zieht sie Menschen an, die normalerweise Anhänger der Mitte-Links-Parteien sind und aus Einwandererfamilien stammen. Seitdem haben ihre Kritiker ernste Probleme mit ihrer Methodik geäußert. Der Christdemokrat Mario Voigt meint, sie spiele mit den Ängsten der Menschen und ihrer humanitären und friedliebenden Einstellung. Konkret befürchtet er, dass sie die Akzeptanz der ultranationalistischen Ideologien der AfD in der Politik fördert. Die linke Tageszeitung taz bezeichnete sie sogar als Lady Voldemort und deutete damit an, dass ihr Name, ähnlich wie Harry Potters Erzfeind, unter den Parteimitgliedern zum Tabuthema wurde. Auch nach der Gründung ihrer Partei hält diese Spaltung an. Während viele in der Partei die Linke ihren Rücktritt begrüßten, sagte die BSW-Mitbegründerin Amira Mohammed Ali, dass sie ohne Ressentiments aus der Partei austritte, um geschlossen aufzutreten. Dieser emotionale Konflikt zwischen politischer Notwendigkeit und persönlicher Zugehörigkeit prägt letztlich die sich verändernde linke Landschaft in Deutschland. Was passiert nach der Verabschiedung? Auf dem Weg in eine Zukunft, die eher von ihrer Vision als von einer gemeinsamen Führung bestimmt wird, birgt Wagenknechts politische Wiedergeburt als unabhängige Kraft sowohl enorme Chancen als auch große Hürden. Wagenknechts Kriegsstrategie, die darauf abzielt, ihre einzigartige politische Identität zu fördern, sieht für den Herbst 2024 komplette Kampagnen in 3 ostdeutschen Bundesländern vor: Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Ihre ausgeprägte politische Perspektive überbrückt das, was Kritiker als linksautoritäre Angebotslücke in der deutschen Politik bezeichnen, indem sie sozioökonomische linke Ansichten mit soziokulturellen konservativen Standpunkten verbindet. Dieser Weg markiert jedoch eine deutliche Abkehr von ihren politischen Wurzeln. Wagenknecht, die 1969 im thüringischen Jena als Tochter deutscher und iranischer Eltern geboren wurde, hat sich fast ihr ganzes Erwachsenenleben lang politisch engagiert. Sie war Mitglied der heutigen Partei Die Linke, der ehemaligen kommunistischen Regierungspartei SED in Ostdeutschland. Sie wuchs bei ihren Großeltern in der Deutschen Demokratischen Republik auf, als ihr Vater nach seiner Rückkehr in den Iran verschwand, als sie gerade 2 Jahre alt war. Vor allem ihr gegenwärtiger Ansatz zeigt noch immer ihre intellektuelle Basis. Das solide intellektuelle Fundament, das es ihr ermöglicht hat, viele Werke zu schreiben, hat sie während ihres Philosophiestudiums in Ostberlin erworben. Ihre aktuelle Rede, die sich speziell an Menschen mit kulturkonservativen, wirtschaftlich linken und einwanderungsskeptischen Ansichten richtet, ist von ihrem akademischen Hintergrund geprägt. In der Tat wird Wagenknechts politisches Schicksal davon abhängen, ob sie neue Themen jenseits ihrer altbekannten antiamerikanischen und friedensorientierten Rhetorik findet. Dieses Thema spiegelt sich im Wahlprogramm ihrer Partei wider, das das Wohlergehen der Bürger betont und die Interessen der hart arbeitenden Mehrheit den Interessen der politischen und wirtschaftlichen Eliten gegenübersteht. Im Allgemeinen liegt der Kern ihrer Anziehungskraft weiterhin in ihren populistischen Botschaften. Letztendlich wird die BSW neue Themen finden müssen, wenn sie das überwinden will, was der Co-Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Aken, als ein vorübergehendes Phänomen bezeichnet, aber der Politikwissenschaftler Philipp Tomacek weist darauf hin, dass es sicherlich Möglichkeiten gibt, sich zu regenerieren und neue Kräfte zu finden. Sarah Wagenknechts politischer Wandel ist ein ebenso schmerzhafter Abschied wie ein persönlicher Sieg. Auch wenn Umfragen darauf hindeuten, dass ihre BSW-Partei vor allem in Ostdeutschland erfolgreich sein könnte, ist der emotionale Tribut der Trennung von der Partei. Die Linke erhebt, trotz der Bedenken hinsichtlich ihrer langfristigen Überlebensfähigkeit, schließt ihre einzigartige Kombination aus konservativen, sozialen Idealen und linker Wirtschaft eine bedeutende Lücke in der deutschen Politik. Persönliche Probleme werfen einen Schatten auf diesen politischen Wandel. Auch wenn Lafontaine Unterstützung hinter den Kulissen für Wagenknechts kühnstes politisches Unterfangen nach wie vor unverzichtbar ist, stellen seine gesundheitlichen Probleme ihr starkes Bündnis in Frage. Dennoch macht sie weiter, findet Kraft in ihrem gemeinsamen Ziel und geht ihren Weg. Die Politik in Deutschland steht vor einem entscheidenden Moment. Wagenknechts Austritt aus der Partei. Die Linke ist mehr als nur eine Parteispaltung und bedeutet einen grundlegenden Wandel in den herkömmlichen Links-Rechts-Bündnis. Wenn sie Erfolg hat oder scheitert, könnte sich die politische Rhetorik ändern, insbesondere in Bezug auf Einwanderung, Wirtschaftspolitik und soziale Ideale. Letztlich geht Wagenknechts Geschichte über konventionelle politische Darstellungen hinaus. Ihr Wandel von der ostdeutschen Wissenschaftlerin zur politischen Wegbereiterin verdeutlicht den Nutzen und die Kosten einer prinzipienfesten Haltung. Es bleibt abzuwarten, ob dieses abgemessene Risiko zu der von ihr erhofften politischen Renaissance führt oder ob es nur eine weitere Phase in der komplizierten politischen Entwicklung Deutschlands wird. Sarah gab in ihrer jüngsten öffentlichen Erklärung etwas sehr Erstaunliches. In den Wochen vor dem Ereignis hatte sie von diesem Ereignis geträumt. Sie gab zu: Ich habe es nicht geglaubt, obwohl es so aussah, als ob das Universum mich vorbereitet hätte.
Außerdem schrieb ihr Mann in den letzten Absätzen seines Briefes folgendes: Du hattest immer einen klareren Blick auf die Welt als ich. Mehr als je zuvor müssen sie deine Stimme hören. Zuschauer in aller Welt haben ihr ihre Unterstützung zugesagt. Viele bezeichneten ihren Schmerz als nur allzu menschlich und ihre Tapferkeit als inspirierend. Um die Erinnerung an Sarahs Reise und ihre Widerstandsfähigkeit zu bewahren, bitten wir Sie, dieses Video zu mögen, zu abonnieren und zu teilen. Wenn Sie diese Geschichte berührt hat, denn jede prominente Figur hat eine Vorgeschichte. Eine menschliche Geschichte wartet nur darauf, erzählt zu werden. Denken Sie bis zur nächsten Gelegenheit daran, dass manchmal die widerstandsfähigsten Menschen die tiefsten Gefühle haben. Seien Sie sanft und neugierig.